How can I go on when you leave me, baby? Fall in love, go straight to your heart and your soul, losing control. Dieser ganze Schlamassel mit Frau Schumann und dem Pferd. In der ganzen Aufregung da. Da musstest du an Mama denken. Nein. Eben nicht. Ich habe sie ganz vergessen. Ich habe das Rätsel Vincent Berg gelöst. Hier passt ja wirklich gar nichts zusammen. Wenn wir diesen Code knacken, liegen Bergs Transaktionen vor uns wie ein offenes Buch. Also, mich lässt er sowieso nicht mehr an sich heran. Er vertraut niemandem von uns. Doch, mir. Charlie, ich weiß, du redest dir die Dinge gerne schön. Aber eine Lüge ist eine Lüge und so will ich nicht weitermachen. Frank, bitte. Hast du den dreien ein falsches Alibi gegeben, ja oder nein? Nein! Ja, hat sie. Du hast mit allem recht, wir waren's. Bella, halt dich da raus. Das sagt sie jetzt nur, damit wir uns nicht weiter streiten. Nein, Charlie, es muss jetzt mal Schluss sein mit der ganzen Bella, Lügerei. ist dir denn klar, was du gerade tust? Womit hatte ich recht? Mit allem. Ich meine, Andi und ich, wir haben das mit den Rohren vermasselt und dann haben wir versucht, das Ganze zu vertuschen. Anni und du. Ja, Olli kam erst später da drauf und hat doch gesagt, wir sollen uns stellen, aber Aber das habt ihr nicht. Und du hast alles gewusst. Die ganze Zeit. Und wieso habt ihr es versucht zu vertuschen? wie du gesagt hast, wir hatten keine Haftpflichtversicherung und ich meine, das wäre ein Millionenschaden gewesen. Wir haben einfach Panik bekommen. Gut, dann fahren wir jetzt am besten mit Andi aufs Präsidium und ihr gebt eure Aussage zum Protokoll. Okay. Wenn du bereit bist, Bellas Leben zu ruinieren. Ich glaube nicht, dass ich noch mit dir zusammenleben kann. Er kodiert Daten in einem Kreuzworträtsel. Das ist schon ziemlich clever. Es dürfte klar sein, was dahinter steckt. Bankkonten in irgendwelchen Steuerparadiesen, gefakte Stiftungen, Briefkastenfirmen, alles, womit sich im großen Stil Geld waschen lässt. Also eins ist jedenfalls klar. Wenn wir ihn damit drankriegen, dann dürfte es ziemlich leicht sein, ihn zu überzeugen, uns die 90 Millionen zu erlassen. Falsche Lösung in den Kreuzworträtseln. Da muss man erst mal drauf kommen. Tja, manchmal hat Langeweile eben auch ihr Gutes. Ich wäre sonst nie auf die Idee gekommen, mit dasselbe Rätselheft wie Berg zu schnappen. Tja, und die teuren Privatschulen haben sich auch endlich ausgezahlt, was? Was meint ihr? Wir könnten die Lösung von hier aus abschreiben. Das dürfte schwierig werden. Und selbst wenn, dann hätten wir gerade mal eine Seite mit Eintragungen. Berg hat davon garantiert Hunderte. Um diesen Code zu knacken, da brauchen wir so viele Seiten wie möglich. Ja. Und dann ist er dran. Scheiße, hat die Kamera gesehen. Was, Blödsinn. Und warum hat er uns gerade direkt angestarrt? Ja, ihr habt euch mal wieder völlig umsonst ins Hemd gemacht. Was man so hört, ist Berg ja nicht gerade zimperlich, wenn ihm jemand in die Quere kommt. Umso mutiger, dass du dich bereitwillig mit ihm getroffen hast. Mutig. Ich wollte verhindern, dass wir den Familienstammsitz verlieren. Trotzdem. Hattest du gar keine Angst? Nein. Diese Rätsel sind unsere einzige Chance. Ja, aber selbst wenn wir sie haben, die Daten sind kodiert. Kriegst du das hin? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Die Frage ist erstmal, wie kommen wir in die Dinge ran? Wir könnten jemanden engagieren, der bei ihm einbricht. Vergiss es. Hast du die Security von dem gesehen? Die sehen doch alle aus wie Ex-KGBler. Ihr denkt viel zu kompliziert. Wir alle kennen doch Bergs Schwäche. Jetzt kommen wir nicht wieder mit Elisabeth. Ja, so abartig es scheinen mag, aber irgendwas scheint er nie gefressen zu haben. Wir können aber unmöglich von ihr verlangen, schon wieder die Beweise für uns zu beschaffen. Elisabeth? Kann es sein, dass die Verbindung zwischen dir und Berg, dass die ganz speziell ist? Vielleicht? Magst du ihn? Ja. Aber keine Bekanntschaft ist es wert, dass ich tatenlos zusehe, wie wir alles verlieren. Hast du dich in ihn verliebt? Bella, wenn du jetzt zur Polizei gehst und dich stellst. Andi und du, ihr seid ruiniert bis zum Lebensende. Willst du das?
Vor allen Dingen will ich endlich aufhören zu lügen, okay? Ich kann nicht mehr und Andi geht das genauso. Je eher Bella ihre Aussage macht, umso besser für alle Beteiligten. Ja, vor allem für dich. Wenn du Bella dazu bringst, dass sie sich stellt, ist alles aus zwischen uns. Hey, das ist meine Entscheidung, ja? Und ich will das so. Ich glaube, ihr beide denkt, ich blöffe. Ich meine das ernst. Du hast mir vorhin gesagt, dass du mit mir nicht mehr zusammenleben kannst wegen dieser Lügen. Ich kann es sogar verstehen. Mir geht es umgekehrt genauso. Ich erwarte in dieser Sache von dir Loyalität. Charlie, hier geht's nicht um uns oder um Loyalität. Hier geht's lediglich um rechtsstaatliche Prinzipien. Nein, hier geht's um uns. Du entscheidest, was dir wichtiger ist. Dein Kodex, dein Berufskodex oder deine Familie. Okay, stopp. Andi und ich haben hier den Mist gebaut, okay? Und nicht ihr zwei. Es kann nicht sein, dass ihr euch jetzt in eine Ehekrise stürzt. Ich möchte gerne mit Frank alleine darüber sprechen. Bella, vielleicht ist es besser, du gehst rüber zu Andi. Ich komme euch gleich da abholen. Und noch was. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich wirklich für euch alles tue, was in meiner Macht steht. Aber ich will echt nicht, dass ihr euch wegen uns die Köpfe einschlagt. Und wie entscheidest du dich? Für uns oder gegen uns? Charlie, das ist doch lächerlich. Ja, das ist lächerlich. Es ist eben nicht deine Tochter, die gerade in ihr Unglück rennt. Jetzt hör auf, mich hier als gefühllosen Klotz hinzustellen. Als wenn es mir scheißegal ist, was mit deiner Tochter passiert. Ich würde gerne die ganze Geschichte vergessen. Gerne, nur dann kann ich morgen nicht mehr in den Spiegel gucken. Weil ich dann einer von diesen korrupten Bullen werde, der ich nie habe werden wollen. Hör zu. Hör zu. Ich habe vorhin überreagiert. Das tut mir leid. Hör zu, ab jetzt stehen wir das zusammen durch, okay? Ach, Remke, du hast überhaupt nichts begriffen. Überhaupt nichts! Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich zuschaue, wie meine Tochter in ihr Unglück rennt. Deine Tochter ist erwachsen und sie hat eine Entscheidung gefällt. Du auch. Jetzt werde ich meine treffen. Vicky? Vicky! Wo bist du denn? Vicky? Wo bist du denn? Hey, Papa. Guck mal, was ich Frau Linse abluchsen konnte. Das ist diese luftgetrocknete Salami, die du so magst. Oh, lecker. Papa, machst du dir immer noch Vorwürfe, dass du mal ein paar Stunden nicht an Mama gedacht hast? Ich meine, glaubst du, sie hätte nicht gewollt, dass du irgendwann mal wieder am Leben teilnimmst? Dass du mal eine andere Emotion hast als immer nur Trauer? Ach, erzähl mir doch nichts von loslassen. Du hältst doch selber dem Gedanken nach, dass Hagen eines Tages vor der Tür steht.
Entschuldigung. War nicht so gemeint. Ich hatte einen Traum. Ich habe geträumt, dass Vicky mich ruft. Ich habe ihre Stimme gehört. Ich habe sie gesucht. Überall gesucht, aber ich habe sie nirgendwo gefunden. Ich hatte das Gefühl, dass Vicky nicht wollte, dass ich sie allein lasse. Das muss doch was bedeuten. Ja, und das tut es auch. Das bedeutet, dass du dich nach Mama sehnst. Nicht mehr und nicht weniger. Haben Sie keine Angst, die Frau zu zeigen, die sich hinter der Fassade verbirgt? Die Frau, die tief in Ihnen schlummert. Die hat mein Herz gewonnen. Was sehen Sie denn da? Enthusiasmus, Spontanität, Lebensfreude. Elisabeth? Sebastian. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Nein, das hast du nicht. Ich muss mit dir reden. Vielleicht gehen wir in mein Büro? Oh, so schlimm? Aber du hast doch selbst gesagt, dass wir alle an dieser Story festhalten müssen, damit Charlie auch keinen Ärger mit Helmke bekommt. Ja, das hatte sich aber nun mal erledigt, als Frank mit der Tasche in der Tür stand und gehen wollte. Super. Mann, was sollte ich denn machen? Ich konnte doch nicht zusehen, wie Charlie ihre Ehe zerstört. Mann, ich konnte das einfach nicht. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Haben die beiden sich dann wenigstens wieder vertragen? Danach wird's noch viel schlimmer. Charlie wollte dann nicht, dass Helmke das Ganze verfolgt und hat gedroht, ihn zu verlassen. Dann stecken wir jetzt also alle bis zum Hals drin, auch Helmke. Naja, nicht ganz. Also, ich habe Olli da rausgehalten. Was war denn das denn? Ich habe doch mit Andi diese blöde Pelznummer durchgezogen. Ja, aber wir haben die Rohre zerfetzt und damit die Pelze ruiniert. Sie hat recht, das war ein Arbeitsunfall von unserer Firma. Auch wenn es sie bald nicht mehr geben wird. Ja, wie soll das jetzt alles weitergehen? Wie soll es schon weitergehen? Ich meine, Andi und ich, wir zahlen die nächsten 300-400 Jahre unsere Schulden ab und hängen sonst bei dir in der Theke im No Limits rum und wären einfach das bekannteste Schnorrerpärchen der Stadt. Eine Möglichkeit gibt's noch. Aber sag jetzt bitte nicht, dass wir irgendwas überfallen. Das geht eh schief. Nein, wir hauen ab. Elisabeth. Schön, dass du uns hilfst. Bitte. Habe ich eine andere Wahl? Elisabeth, es liegt mir fern, dich unter Druck zu setzen, aber ich übertreibe auch nicht, wenn ich sage, du bist jetzt unsere einzige Rettung. Ja, das habe ich ja nun verstanden. Was soll ich tun? Du rufst Berg an und verabredest dich mit ihm. Wenn es geht, heute noch. Dann triffst du dich mit ihm hier. Wir gehen davon aus, dass er die Kreuzworträtselseiten bei sich hat. Und dann spiele ich Taschendieben und ziehe ihm die Kreuzworträtsel aus dem Jackett? Nein, ihr traut mir ja viel zu. Damit wirst du ihn circa für eine halbe Stunde ins Reich der Träume schicken. In der Zeit kannst du in aller Ruhe die Seiten an dich bringen. Wir kopieren sie und... Graue Tropfen, das ist nicht euer Ernst. Ich glaube kaum, dass er dir seine gesammelten dunklen Geheimnisse freiwillig aushändigt. Das mache ich nicht. Auf keinen Fall. Das Zeug ist harmlos. Du setzt ihn einfach nur kurz außer Gefecht. Harmlos, verkauf mich nicht für dumm, Tristan. Was ist, wenn ich ihm aus Versehen zu viel gebe? Wenn er Atemnot bekommt oder andere Nebenwirkungen? Du gibst ihm genau 3 Tropfen davon. Dann kann überhaupt nichts passieren. Bist du jetzt Mediziner oder was? Vertrau uns, er wird topfit sein, wenn er aufwacht. Und er wird sich an nichts erinnern. Elisabeth, bitte.
Ich hoffe, du weißt, dass ich so etwas niemals von dir verlangen würde, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe. Wir haben aber keine andere Wahl. Es geht hier um alles, auch für dich. Wenn wir Berg nicht stoppen, dann wird er uns zerstören. Und ich glaube nicht, dass du das willst. At the end of the day, there is not a thing here left to hurt. I won't feel nothing. There is nothing you could say to make me feel like I should walk away. I'll help you bear your heavy weight. Du hast recht. Ich war zu feige und hab versagt. 27 Jahre lang, bis heute. Aber als ich dich gesehen habe, nach all den Jahren, mein Kind, habe ich mich furchtbar geschämt von mir selbst. Aber ich habe auch begriffen, dass ich dich liebe und für dich da sein möchte. Wenn du mich lässt. Carry you your heavy weight. No matter what you do, no matter what you say, you're pulling punches, you're pulling punches. Hit below the belt, you give yourself away. I'm pulling for you, I'm pulling for you. Such a losing fight on me. Don't give up to Ach, eigentlich wollte ich ja gleich einen Steckrübeneintopf kochen, aber das kann ich mir wohl sparen. Ja, das können Sie. Es gibt Pilzrisotto. Eines der wenigen Rezepte, die ich beherrsche. Oh, Sie gehen in die Pilze? Ja. Das haben meine Frau und ich aufgemacht früher. Sie sehen lecker aus. Schmeckt auch gut. Oh, was ist das denn hier für ein Schätzchen? Das sieht ja aus wie ein spitzkegeliger Kahlkopf. Erzählen Sie mir doch nicht, was das für ein Pilz ist. Ich meine ja nur, ich würde den vorsichtshalber aussortieren. Die kleinen Biester, die können es wirklich in sich haben. Also wenn sich hier einer mit Pilzen auskennt, dann war das meine Frau. Entschuldigung, ich meine nur. Ich gehe schon. Soll ich so lange umrühren? Halten Sie sich aus meinem Risotto raus. Was war denn los? Nichts. Ich habe deinen Vater nur auf dem falschen Fuß erwischt, mal wieder. Ach, nimm's ihm nicht übel. Er hat heute das erste Mal seit dem Unfall nicht an Mama gedacht. Wie schön, dass Sie kommen konnten. Ich muss gestehen, ich war erstaunt, von Ihnen zu hören. Nun, dass wir geschäftlich nicht auf einer und derselben Seite stehen, ist ja kein Geheimnis mehr. Nein. Umso schöner, dass Sie das trennen können. Dass ich hinter Ihrem Rücken mit Yakamoto kooperiert habe, das tut mir leid. Das war nicht elegant. Entschuldigung angenommen. Aber deswegen habe ich Sie gar nicht hergebeten. Weshalb dann? Weil ich Sie wiedersehen möchte. Warum eigentlich hier? Oh, wir können doch keine woanders hingehen. Ich bin für Ihre Familie momentan der Staatsfeind Nummer 1. Da ist es schon ein wenig befremdlich, dass Sie mich ausgerechnet in die Schallzentrale von LCL bitten. Was befürchten Sie, dass Sie ausspioniert werden mit Kameras und sonstigem Equipment? Wäre das so abwegig? Sie meinen also wirklich, ich hätte ein Interesse daran, dass jemand mithört, was wir reden und dass man uns beobachtet? Kommt ganz darauf an, auf wessen Seite Sie wirklich stehen. Ich dachte eigentlich, das wüssten Sie längst. Sie können nicht leugnen, dass für Sie ein Interessenkonflikt besteht. Nein, das tue ich ja gar nicht.
Aber ich habe erkannt, dass es wenig Sinn macht, dass ich mich zwischen den Fronten aufreibe. Also habe ich beschlossen, nur noch das zu tun, was für mich richtig ist. Und treffen sich mit mir. Sehr schmeichelhaft. Und zwar an einem Ort, an dem wir ungestört sind. Oder glauben Sie wirklich, Ansgar lässt sein Büro abhören? Was, wenn mich jemand beim Reinkommen gesehen hat? Dann würde ich sagen, ich habe diese Verabredung arrangiert, um noch einmal zu versuchen, sie umzustimmen. Da das geklärt ist, wie wär's mit einem Glas Rotwein? Sie bevorzugen Cabernet Sauvignon, wenn ich mich recht erinnere. Elisabeth, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich freue, bei Ihnen zu sein. Ich hatte schon befürchtet, wir sehen uns nicht wieder. Ich will mich nicht von dir trennen, Helmke. Ich weiß. Und ich will das auch nicht. Es tut mir leid, dass ich so überreagiert habe. Ich kann dich ja verstehen. Du kannst den Gedanken einfach nicht ertragen, dass deine Tochter in Schwierigkeiten ist und du tust alles, um sie da rauszuhalten. So sind Mütter nun mal. Ach, ich war ja gar keine richtige Mutter für Bella. Als sie mich am nötigsten gebraucht hat, war ich nicht für sie da. Aber ich habe mir geschworen, wenn sie mir noch eine Chance gibt, dann lasse ich sie nie mehr im Stich. Du bist die beste Mutter, die ich mir vorstellen kann. Und Bella sieht das ganz genauso. Und du bist der beste Ehemann, den ich mir vorstellen kann. Aber nur der Himmel weiß, wieso ich ausgerechnet an einen Bullen geraten musste. Und ich eine Kleinkriminelle. Sehr gut. Wenn Charlie und Helmke reden, das kann dauern. Du willst jetzt doch nicht ernsthaft abhauen. Natürlich will ich. Das mit den Pelzen, das war ein Unfall. Wir können uns doch nicht das ganze Leben versauen, nur weil wir einmal was falsch gemacht haben. Deswegen, Olli, wenn Helmke nach uns fragt, dann lässt du dir bitte irgendwas einfallen. Was weiß ich, wir mussten mit der Firma zu irgendeinem Notfall oder irgendwas. Das verschafft uns ein paar Stunden. Und bis Helmke das gecheckt hat, sind wir längst in Holland. Und von da aus geht's mit dem Schiff weiter. Andi, wir können jetzt nicht einfach abhauen. Wir haben überhaupt gar keinen Plan. Das macht gar keinen Sinn ohne Geld, ohne alles. Stella, ich kann nicht zulassen, dass wir uns das ganze Leben lang krummlegen, weil wir einen Schuldenberg haben, gegen den der Mount Everest ein Ameisenhügel ist. Ich hab dir doch mal von meinem Bruder Daniel erzählt und Helena. Die leben in Asien. Und für so Handwerker wie uns gibt's da immer einen Job. Also, du solltest jetzt packen. Ach nee, das geht ja gar nicht, weil Charlie und Frank da drüben sitzen. Ja, egal, Klamotten kann man ja kaufen. Das, was du aber brauchst, ist dein Pass. Das heißt, entweder du gehst da jetzt einfach kackenfrech rüber in dein Zimmer und holst deinen Pass, oder Olli, du holst ihn später und schickst ihn uns nach an irgendeine Adresse nach Holland. Andi, bitte. Lass uns das einfach vergessen mit dem Abhauen. Ja, bitte. Nein, Bella. Du hast doch selbst gesagt, dass wir hier auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Wenn wir hier bleiben, dann müssen wir Insolvenz anmelden. Und das heißt wirklich Knäckebrot auf Lebenszeit. Ja, für eine Weile sicherlich. Aber ich meine, Andi, wir haben doch hier alles. Wir haben unsere Freunde, unsere Familie, das Charlie. Das klingt doch nur romantisch abhauen. Das kann richtig fies werden. Olli, sagst du deiner Schwester mal bitte, dass wir keine andere Lösung haben oder andernfalls in den Knast wandern? Ich weiß, die Situation ist echt heftig, aber Bella hat recht. Andi, wenn ihr jetzt abhaut, dann macht ihr alles nur noch schlimmer. Was glaubst du, was passiert, wenn die uns dann erwischen? Das heißt, du willst das mit mir durchziehen? Ich habe auch eine scheiß Angst. Aber ich weiß, dass wir das schaffen, wenn wir zusammen sind. Das war echt lecker. Ist ein bisschen komisch.
ruh dich aus. Ich räum ab. Wo ist denn die Schumann? Die ist doch mit Tommy beim Impfen. Hat sie das gesagt? Ja? Oh, mir ist wirklich komisch. Okay, dann leg dich mal aufs Sofa. Ich mach dir einen Kamillentee, der beruhigt ein bisschen den Magen. Das ist nicht der Magen, das ist der Kopf. Es dröhnt alles so. War die alles in Ordnung? Ja? Meinst du, es kommt vom Risotto? Weiß ich nicht. Vielleicht hatte die Schumann doch recht. Und es hat sich so ein spitzkekliger Kahlkopf runtergemengt. Ist der giftig? Müssen wir ins Krankenhaus? Ja. Nein. Müssen wir nicht. Der ist harmlos. Wird schon nichts passieren. Okay. Davon kommt man also nur drauf, oder wie? Mhm. Der ist berüchtigt für seine wie heißt das? Halluzinogene? Halluzinogene Wirkung. Setzt 20 Minuten nach Verzehr ein und hält 4 Stunden lang an. Mhm. Ich frag dich besser nicht, woher du das alles weißt. Mhm. Und jetzt? Jetzt lege ich mich hin und dann wird mir schon nichts passieren. Gut. Aber ich lass dich besser nicht aus den Augen. Nicht, dass du plötzlich denkst, du kannst fliegen und springst aus dem Fenster. Gut. Aber was ich in den nächsten 2 Stunden von mir gebe, das nimm mal nicht so ernst, ja? Also wie immer. Wir dürfen jetzt nur keinen Fehler machen. Berg denkt immer noch, dass du dich in den Abgrund gesoffen hast, also lass dich auf keinen Fall blicken. Ja, ja, ganz ruhig, Kleiner. Keine Sorge, ich bleib hier. Aber du meldest dich, sobald du irgendwas Neues weißt, okay? Was wird das denn? Willst du mich vergiften? Ich dachte, ich bringe dir einfach mal die Kost des einfachen Volkes näher. Wer weiß, vielleicht musst du dich ja dran gewöhnen. Muss ich? Nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Übrigens sind wir wieder im Spiel. Und Mata Hari ist auch wieder im Einsatz. Elisabeth ist bei Berg? Sie haben Freddie Hubbard getroffen. Nein. Anfang der 80er. In einem winzigen, überfüllten Club in Montmartre. Oh, da wäre ich ja zu gern dabei gewesen. Besser nicht, sonst hätten Sie meine kläglichen Versuche am Klavier mitbekommen. Ach, nein, ich glaube schon, Sie haben sich ganz großartig geschlagen. Ich bin nach allen Regeln der Kunst gescheitert. Aber ich hatte selten so viel Spaß. Ich war schon lange nicht mehr in Paris. Und wenn dann nur geschäftlich. Was halten Sie davon, wenn wir zusammen hinfahren? Durch die Straßen schlendern, gut essen, den alten Jazzclub suchen? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ist alles in Ordnung? Das war nur so ein spontaner Einfall. Ja, nein, ich meine nur, wir sollten es langsam angehen lassen. Ich neige dazu, mit der Tür ins Haus zu fallen. Dabei sollten wir einfach nur den Moment genießen und den ausgezeichneten Wein haben. Ja. Möchten Sie noch ein Glas Wein? Sehr gerne. Wie lange haben Sie denn in Paris gelebt? 3 Jahre. Rückblickend würde ich sagen, die schönsten meines Lebens. Aber ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass das Beste vielleicht doch noch nicht vorbei ist. Ich wollte nur mal sehen, was für einen exzellenten Tropfen Sie mir kredenzen. Sehr schön und anregend. Ich könnte mich daran gewöhnen. Wie war das mit dem es langsam angehen lassen? Was soll ich machen? Sie haben eben diese Wirkung auf mich. Setzen Sie sich, dann ist sie vielleicht vorbei. Bestimmt nicht. Aber ich kann es mal versuchen. Oh, es ist noch so wenig. Gut, dass du mir nachgegangen bist. So schnell wirst du mich nicht los, solltest du langsam wissen. Und jetzt? Du weißt, was ich tun muss. Und Olli, hat der auch mit einem Verfahren zu rechnen? Das wird ganz von Bellas und Andys Aussage abhängen. Aber so wie ich die beiden kenne, werden sie versuchen, ihn rauszuhalten. Und außerdem war er auch nicht bei den Reparaturarbeiten dabei.
Wenn du jetzt mit Bella und Andi aufs Präsidium fährst, kann ich ja eigentlich gleich mitkommen. Muss ja auch meine Falschaussage wegen des Alibis revidieren. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich da im Datum geirrt hast. Du bist eine vielbeschäftigte Geschäftsfrau, ein bisschen chaotisch. Weißt du, ich will mich nicht vor den Konsequenzen drücken, während die beiden... Bella und Andi würden das auch wollen. Dann rufe ich meinen Anwalt an und bitte ihn, dass er mitkommt zu dem Gespräch. Mach das. Und du kannst dir sicher sein, dass ich mich um die beiden kümmere. Ja? Und deine Tochter weiß, dass du alles für sie tun würdest. Okay? Ja, trotzdem habe ich das Gefühl, versagt zu haben. Sie ist deine Tochter, Charlie, ja. Aber sie ist auch eine erwachsene Frau. Und sie hat sich entschieden, zu den Konsequenzen ihrer Fehler zu stehen. Das kannst du nicht vermeiden. Nein, aber es ist schwer zu ertragen. Jetzt musst du die beiden erlösen. Die sind bestimmt schon ganz nervös von der langen Warterei. Klingel mal. Wo sind die jetzt? Du glaubst echt, Sebastian lässt mit sich reden? Ich war mal mit seiner Schwester zusammen. Ich bin dort jahrelang ein- und ausgegangen. Er ist schon in Ordnung. Und, meinst? Wenn uns einer fair behandelt, dann ist das Sebastian. Glaub mir. Die sitzen echt ganz schön in der Scheiße, oder? Ja. Aber ich würde echt mit niemandem lieber in der Scheiße sitzen als mit dir. So was Schönes hat noch nie jemand zu mir gesagt. Darf ich bitten? Wissen Sie, was ich Ihnen hoch anrechne? Dass ich Ihnen nicht auf die Füße trete? Sie haben bisher nicht ein Wort über Ihre Familie, die Schulden bei mir oder das Schloss verloren. Das war die Abmachung? Aber ich muss Ihnen etwas gestehen. Ich war nicht ganz ehrlich zu Ihnen. Als ich hergekommen bin, hatte ich einen Hintergedanken. Sie wollten mich betrunken machen und das dann schamlos ausnutzen. Elisabeth, Sie sind eine ganz besondere Frau. Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Auch, dass ich Sie begehrenswert und aufregend finde. Ich hätte nicht gedacht, dass mir so etwas noch einmal in meinem Leben passiert, aber ich glaube, ich habe mich in Sie verliebt. Ja, Sie müssen nicht sagen. Ich wollte nur, dass Sie es wissen und wollte mich bedanken. Bedanken dafür, dass ich Ihnen vertrauen kann. Oh Gott, wenn Sie Nein, mich Sie haben mich überzeugt. Sie sind so aufrichtig zu mir. So aufrichtig, wie schon seit langer Zeit keine Frau mehr war. Und deswegen habe ich als Zeichen meiner Zuneigung und meiner großen Verbundenheit
Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich will dir helfen. Ganz ruhig. Genieß deine Freiheit. Geht's dir gut? Verdammter Kahlkopf. Der hat's in sich. Der regt sich nicht mehr. War nicht genau das der Plan? Sag mal, bist du sicher, dass du ihm nur 3 Tropfen gegeben hast? So, das musste alles so schnell gehen. Stimmt irgendwas nicht? Der ist komplett weggetreten. Christian, fällt dir was auf? Das sind K.O.-Tropfen. Keine Sorge, du hast alles richtig gemacht. Der kommt gleich schon wieder zu sich. Na, hoffentlich. Die Frage ist nur, wo er... Diese Kreuzworträtselseite hat er anscheinend nicht bei sich. Er kommt zu sich und euch. Elisabeth, du musst rausfinden, wo er seine Rätsel aufbewahrt. Wir haben nur noch diese Chance. Ich tue was, ich kann raus. Vincent. Geht's wieder? Was für ein abgefahrener Traum. Ja. Ich fass es nicht. Du warst auf einem echten Trip. Schon faszinierend, was das Gehirn so für wirre Bilder produziert. Also für mich klingt der Traum gar nicht so wirr. Du hast das Pferd befreit und dich gleich mit? Hi. Na? War er tapfer beim Impfen, der kleine Tommy? Ja, und wie? So. Und Sie? Waren heute auf dem Friedhof? Nein. Mir ist was dazwischen gekommen. Stell dir vor, Papa hat einen von diesen kegeligen Spitzglatzen erwischt. Im Risotto. Jetzt sagen Sie schon, Sie haben es gleich gewusst. Ja, würde ich schrecklich gerne, aber Sie haben garantiert keinen spitzkegeligen Kahlkopf gegessen. Doch, das habe ich leider. Und ich kann Ihnen sagen, die Wirkung ist nicht ohne. Also nicht, dass Sie jetzt gleich wieder ausflippen, aber ich habe den Pilz vorhin konfisziert, vorsichtshalber, als Sie nicht hingeschaut haben. Sie haben was? Was machst du denn hier? Solltest du dich nicht versteckt halten? Ich will jetzt wissen, was los ist. Habt ihr Kasper die Rätselhefte oder nicht? Lisbeth hat's versaut. Es lief alles nach Plan, aber er hat sie nicht bei sich gehabt. Das kann nicht sein. Er schleppt die sonst immer mit sich rum. Ja, aber wie es aussieht, hat er sich nicht mit Elisabeth getroffen, um Rätselraten zu veranstalten. Was machen wir denn jetzt, wenn er Verdacht schöpft? Er wird sich ja wohl auch wundern, warum er einfach so umkippt. Diese verdammten Tierschützer. Wenn die uns nicht die Tour versaut hätten, wären wir berglängst los und die Schulden auch. Die Frage ist, wie wir jetzt an die Kurz kommen. Jessica, was gibt's denn? Entschuldigung, aber die Handwerker, also Andi und Bella sind da und es ist angeblich sehr wichtig. Jessica, es passt gerade so gar nicht, ja? Es dauert auch nicht lange. Andi, es tut mir leid. Aber egal, um was es geht, es passt gerade nicht, okay? Bitte, es ist wirklich wichtig. In Ordnung, Jessica.
Danke. Und vergiss nicht, die Tür zuzumachen. Also, was auch immer es ist, raus damit. Es geht um die Pelze. Was ist damit? Wisst ihr irgendwas? Nein, also eigentlich, ja, doch. Doch, also die Pelze, die wurden nicht von Tierschützern zerstört, sondern von uns. Ja, es war aber nicht mit Absicht. Es war ein Unfall. Eins von den Rohren ist nach unseren Arbeiten undicht geworden. Wir haben es auch erst bemerkt, als die ganzen Pelze schon durchtränkt waren. Das glaube ich jetzt nicht. Das heißt, diese ganze Nummer mit diesen Parolen, die dahin geschmiert wurden, war einfach nur ein Ablenkungsmanöver? Wir sind halt in Panik geraten. Aber wir sind jetzt auch hier, um dafür gerade zu stehen. Genau. So gut es uns halt möglich ist. Und es tut uns echt leid. Es tut euch leid? Habt ihr beiden eigentlich auch nur den Funken einer Ahnung, was ihr da angerichtet habt? Nein, habt ihr nicht, oder? Ihr glaubt tatsächlich, ihr habt hier ein paar Pilze ruiniert? Ja, nein, nein. Ihr habt alles kaputt gemacht. Alles. Ihr habt hier alles kaputt gemacht! Sie sollten etwas trinken. Es geht schon wieder besser, danke. Das wäre aber gut. Ich kann mich gar nicht erinnern. Habe ich Ihnen mein Geschenk eigentlich schon gegeben? Ein Geschenk? Nein. Nein, Sie wollten etwas aus Ihrem Jackett holen und dann sind Sie ohnmächtig geworden. Wie ein aufgeregtes Schulmädchen. Wenn Sie das weitererzählen, ist mein Ruf ruiniert. Nein, das tue ich nicht. Ich kann es für Sie aufmachen. Oh Gott. Passt perfekt. Ich wollte mit Ihnen den Rest meines Lebens verbringen. Ihnen die Welt zu Füßen legen. Tragen Sie ihn. Ja. Damit Sie sich immer daran erinnern, wie hinterhältig Sie mich verraten haben. Forbidden love goes straight to your heart, and I can't stand the pain when I call out your name. Forbidden love goes straight to your heart and your soul, losing control. Forbidden love goes straight to your